Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute zeigen wir euch das Firefield Rapid Strike 5 bis 20 x 50 Zielfernrohr. Im Lieferumfang des Rapid Strike befinden sich natürlich der Verpackungskarton, die Anleitung, ein Linsenreinigungstuch, Schutzdeckel mit Flip-Ups für Okular und Objektiv, ein kleiner Imbusschlüssel, ein Werkzeug, um die Türme zu nullen, eine Sonnenblende und, was besonders cool ist, eine Montage für 30 mm Ringe auf Picatinny und sogar so kleine Spacer, die man einlegen kann, um von einem 30er Mittelrohr auf ein 1 Zoll Mittelrohr umswitchen zu können, wenn man das möchte. Das Zielfernrohr hat eine Länge von 310 mm, hat eine Breite hier an den Türmen von 66 mm und hat eine Höhe von 50 mm. Das Gewicht beträgt 564 Gramm und das Material ist ein hart anodisiertes Aluminium, also das ist wirklich robust und da werdet ihr keine Probleme mit Korrosion bekommen oder sonst irgendwas. Wir fangen wie immer beim Okular an. Hinten am Okular befindet sich wie immer eine Verstellung für den Dioptrienbereich, um das Fadenkreuz auf mein Augenlicht oder einen eventuellen Sehfehler klarzustellen. Und dieser geht von -2 bis +2 Dioptrien und hat am Nullpunkt auch eine kleine Markierung. Der Zoomring ist nicht gummiert, sondern auch aus gefrästem Aluminium und ist recht griffig mit so einem Waffelmuster, verfügt aber auch noch über einen Throw Lever, der auch im Lieferumfang inbegriffen ist und den man auch demontieren könnte, wenn man ihn nicht möchte. Dieser Throw Lever hilft uns jetzt in diesem Falle dass man einfach schneller verstellen kann und man hat ihn fast auf der Mittelstellung, die wir hier auch benötigen, um unsere Entfernungsschätzungen durchzuführen. Der Höhen- und der Seitenverstellturm weisen auch diese gewaffelte Fräsung auf und sind auch recht griffig. Für uns persönlich könnte sie jetzt ein bisschen größer sein für die Verwendung mit Handschuhen, wenn es mal kalt ist draußen, aber sie sind auch nicht zu klein, also sie fühlen sich angenehm an in der Hand. Die Verstellung ist ein Zehntel Millirad, das heißt 1 cm auf 100 Meter Entfernung, was im Moment so der Marktstandard ist. Und schön ist auch, dass die Türme verriegelt werden können. Das heißt, um eine Verstellung durchzuführen, ziehe ich den Turm nach oben bzw. den Seitenverstellturm nach außen, kann dann meine Verstellung durchführen und addiere den dann einfach wieder durch runterdrücken. Und dann kann da nichts passieren, selbst wenn ich da mal ein bisschen umeinander hau mit der Waffe, mit dem montierten Zielfernrohr. Das ist wirklich ein nettes Feature, von dem ich ein ganz großer Fan bin. Auf der linken Seite des Zielfernrohrs befindet sich wieder ein Parallaxeturm. Wir haben in diesem Fall keine Beleuchtungseinstellung, weil das Absehen unbeleuchtet ist. Aber der Parallaxeturm geht von 15 Yards bis 600 Yards und dann bis unendlich. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn ich jetzt dieses Zielfernrohr auf ein Kleinkalibergewehr montieren möchte und möchte auf einer ganz kurzen Range trainieren, zum Beispiel auf einem Kurzwaffenstand. Dann kann ich da meine Parallaxe scharf stellen oder auch eben so weit wie ich hinauslangen mag, 600 Yards. Da muss man erstmal eine Schießbahn finden dafür. Auch für dieses Zielfernrohr haben wir wieder den allseits beliebten Boxtest durchgeführt. Schön war bei der ersten Montage des Zielfernrohrs, hier war mein Haltepunkt, bin ich gleich super gut in der Nähe gelegen, also habe nicht mordsmäßig verstellen müssen. 2 Klicks hoch und 2 Klicks links, dann war ich im Zentrum. Wir haben auf 20-facher, also maximaler Vergrößerung, hier einen Streukreis geschossen
mit einem perfekten 10.9er Trefferbild. Dann den Zoom-Bereich etwas zurückgedreht auf die Hälfte, also auf 12-fach ungefähr. Dann lag ich ein bisschen links und dann auf 5-fach lag der mittlere Treffpunkt auch einen Hauch links. Das ist einfach immer interessant zu sehen, wie Zielfernrohre über den vollen Verstellbereich hinweg ihren Haltepunkt halten können. Also hier bildet sich jetzt für mich auf 100 Meter ein leichter Fehler heraus, aber man muss natürlich auch sagen, das handelt sich hier um kein absolutes Top-Notch-Zielfernrohr, sondern eher aus dem unteren Marktsegment, und da muss man einfach kleinere Abstriche machen, wenn es um technische Fertigung geht. Der Boxtest an sich ist sehr, sehr positiv ausgefallen. Ich habe dann wieder mit einem leichten Offset geschossen, damit ich mir meinen Haltepunkt nicht wegschieße. Also Haltepunkt ist der schwarze Punkt. Ich schieße eine 5er-Gruppe, stelle 2,5 mm hoch auf dem Höhenverstellturm, auf der Skala, und dann liegt der mittlere Trefferpunkt 25 cm weiter oben. Also der Höhenverstellturm funktioniert schon mal einwandfrei. 2,5 mm nach rechts gestellt, eine Gruppe geschossen und auch hier ist die Verstellung makellos. 2,5 mm nach unten gestellt, 25 cm südlich, eine Gruppe geschossen und am Schluss zurück an den Nullpunkt und die Gruppen überlappen sich. Also da kann man wirklich nicht sagen, dass an der Verstellung irgendwas auszusetzen wäre, sondern einwandfrei, besser kann ich es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Wie bereits erwähnt, verfügt das Zielfernrohr über keine Beleuchtung, aber das Absehen ist hier nicht geätzt, sondern es ist ein sogenanntes Drahtabsehen. Das sorgt dafür, dass zumindest nach unserem Dafürhalten das Absehen ein bisschen rau, ein bisschen grob erscheint. Ist einfach nicht so fein wie ein geätztes Absehen, aber auch hier ist das natürlich wieder der Tatsache geschuldet, dass das Zielfernrohr aus dem günstigen Marktsegment ist, und dann kann man einfach nicht die Top-Notch-Technologie auffahren. Das ist einfach so. Die Linsen sind voll vergütet, also sind auch gegen Streulicht geschützt, und der 30 mm Mittelrohrtubus ist mit einem Edelgas gefüllt, sodass die Linsen von innen nicht beschlagen können, selbst wenn ich jetzt vom Warmen ins Kalte gehe und wieder zurück, und dann kann sich auch innen kein Taupunkt bilden, sodass sich zum Beispiel Schimmel ablagern könnte. Das hier verbaute Absehen in der zweiten Bildebene nennt sich Mill-Hash. Das heißt, es ist Mill-basierend und bietet uns vom Mittelpunkt aus gesehen in jede Richtung 10 Mills an Holdover oder an seitlicher Kompensation und ist verhältnismäßig fein ausgeführt. Wie bereits beim Lieferumfang erwähnt, wird ein Werkzeug mitgeliefert, mit dem ich die Türme nullen kann. Hierbei wird einfach oben oder am Seitenturm die Schraube herausgedreht. Das muss ich aber nicht unbedingt mit dem Werkzeug machen, sondern kann ich zum Beispiel auch mit einer Münze machen. Darin befindet sich dann eine Gummidichtung und dann werden die Türme abgenommen und mit dem Nullpunkt auf der Markierung wieder aufgesetzt und einfach verschraubt. Hier hatten wir ein bisschen Probleme, als wir das durchgeführt hatten. Es hat sich als ein bisschen frickelig erwiesen, die Rastung auf 0 zu setzen. Normalerweise stelle ich mich da nicht so wahnsinnig dumm an, aber also hier hat sich ein bisschen als schwierig herauskristallisiert, aber andererseits, wenn man das einmal gemacht hat, dann lässt man ja seinen Turm normalerweise genullt, also da dürfte das dürfte jetzt kein Kriterium sein, dass hier irgendwie das Zielfernrohr totschlagen würde. Zusätzlich zu den 10 Mill, die ich in jeder Richtung an Holdover habe oder an seitlicher Kompensation über das Absehen, kann ich über die Türme sowohl in der Höhe als auch in der Seite nochmal 13 Mill verstellen, was vollkommen ausreichend ist für jegliche Anwendung, gerade hier bei uns im deutschen Raum. Da das Zielfernrohr jetzt hier auf einem AR-System montiert ist, haben wir die mitgelieferten Montageringe nicht genutzt, aber die Firma Sightmark war so freundlich und hat uns eine Cantilever-Montage zur Verfügung gestellt, in diesem Falle sogar mit Schnelllösehebeln. Auch da ist auf jeden Fall ein Blick nochmal wert. Die Montage, die hat es auch drauf.
Da sich das Absehen des Firefield Rapid Strike 5 bis 20x50 in der zweiten Bildebene befindet, ist es nicht möglich, in jeder Vergrößerungseinstellung des Zielfernrohrs Entfernungsmessungen vorzunehmen. Dazu ist auf dem Zoomring eine kleine Markierung angebracht, und zwar bei 12-fach. Und in dieser Vergrößerungseinstellung entspricht ein Mil-Hash im Absehen 10 cm auf 100 Meter Abdeckung. Weitere Informationen zum Firefield 5 bis 20x50 findet ihr auf der Website von Firefield, die wir euch unten einblenden. Und beziehen könnt ihr das natürlich überall dort, wo ihr auch andere Firefield-Produkte erwerben könnt. Was sagt ihr dazu? Kennt ihr überhaupt die Firma Firefield? Habt ihr vielleicht schon Produkte der Firma in Benutzung? Und wenn ja, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, und ansonsten wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und Glocke drücken. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal.